EA hat die nächste nice transferierte Karte rausgebracht. In diesem Video geht es um die neue Moments SBC von Gravenberch und jetzt eben bei Bayern. Die Karte sieht richtig nice aus, auch die Nation macht sich auf der Karte irgendwie richtig cool. Im ersten Moment denkt man hier kurz an Robben. Lohnt sich diese SBC wirklich? Wir schauen mal rein. Gravenberch spielt jetzt mittlerweile in der Bundesliga für Bayern und kommt dazu aus den Niederlanden. Er hat 5 Sterne Skills, was top ist für ein ZM, und dazu 4 Sterne Weakfoot, das geht auf jeden Fall klar. Mit 1,90 Meter ist er relativ groß, kann dadurch aber auch eine nice Präsenz im Mittelfeld ausstrahlen. Seine Arbeitsraten mit hoch sind für einen Achter dafür auch echt nice. Gravenberch hatte ja schon eine nice TOTS-Karte, aber die Werte sehen echt nochmal einen Ticken besser aus. Er hat überall über 90, was mittlerweile halt aber auch Standard ist. Richtig gut ist er bei den Dribbling-Werten, hier ist er fast perfekt und auch die Passstats sehen richtig gut aus. Gravenberch bringt alles mit, was ein Achter braucht. Dazu hat er noch den Flair-Trade und auch den Außenrissschuss. Das sind auch immer nice Trades. Beim Chemistry-Style würden wir mit dem Enker gehen, so kann man die Werte wirklich noch perfekt ergänzen. Durch den Vereinswechsel bieten sich natürlich auch neue Link-Möglichkeiten an. Du kannst ihn echt gut mit Bayern-Spielern verlinken, aber auch von Holland gibt es ja echt ein paar nice Karten. Für die SBC hast du noch 6 Tage Zeit, du musst 2 Teams abgeben, ein 86er-Team und ein 87er-Team, jeweils mit einem Inform oder einem TOTS. Da das SBC-Futter mittlerweile so günstig ist, geht der Preis hier voll klar, er liegt so ungefähr bei 100.000. Das ist für so eine Karte echt wenig. Schreib uns gerne mal in die Kommentare, wie du bisher Gravenberch bei den Bayern findest. Würde sich noch mehr durchsetzen können? Schauen wir uns mal ähnliche Karten an. Hier gibt es Petri Tots für ungefähr 30.000, der hat halt auch 5 Sterne Skills, ist aber deutlich günstiger, aber eben auch ein bisschen schwächer. Komplett überteuert ist dann Mondi, die Foodies SBC, für so ungefähr 1,7 Millionen. Der ist vielleicht nochmal einen Ticken besser, aber halt deutlich teurer. Richtig cool war auch die Barella Foodies SBC für 140.000. Der ist insgesamt ziemlich ähnlich, einen Ticken langsamer, aber ist eben auch nicht so spannend, weil er jetzt keinen Vereinswechsel hat. Wenn dir unsere SBC-Analyse gefällt, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da. So kannst du uns echt unterstützen. Aus der Bundesliga gibt es Bellingham. Der ist insgesamt schon ziemlich ähnlich, der TOTS kostet nur 30.000, der ist ziemlich stark, hat aber nur 4 Sterne Skills. Kimmich TOTS ist eher defensiv ein bisschen stärker, kostet auch nur 36.000. Gravenberch hat natürlich auch noch eine TOTS-Karte für nur 25.000, das wäre jetzt eine andere Alternative aus Holland. Unsere Community auf Discord hat hier klar für Machen abgestimmt. Hey Mo hofft zum Beispiel noch auf eine nice Karte von Mané zum Verlinken. Das wäre echt ziemlich nice. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Gravenberch hat hier eine richtig starke Karte bekommen. Wie aktuell ja aber auch alle anderen SBCs. Die 5 Sterne Skills sind ja auch echt wichtig, das haben nicht alle ZMs. Aus der Bundesliga gibt es noch nicht so viele Karten auf dem Niveau. Dazu ist es einfach ein saucooles Konzept, dass man jetzt schon die neuen Transfers in FIFA 22 spielen kann. So bieten sich einfach nochmal komplett neue Möglichkeiten beim Teambau. Gravenberch bekommt von uns ein Machen, einfach auch, weil der Preis hier extrem stark ist. Was ist deine Meinung? Hast du Gravenberch direkt mitgenommen? Schreib uns das jetzt mal gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.